Hallo zusammen, ich bin Adel der Reisende und ich reise mit meinem Camper und mit meinen 2 Hunden durch Europa, beziehungsweise bin jetzt in Kreta angekommen, wo ich eine Weile verbringen werde. Open End, sage ich mal. Ich habe nicht vor, wieder nach Deutschland zu kommen. Also da, wo ich meine Tür öffne, ist mein Zuhause. Und ich wandere gerade hier an der Küste entlang, wo ich bin, also im Südwesten von Kreta bin ich aktuell. Ja, also ich genieße das Leben in vollen Zügen. Ich möchte heute auf das letzte Video kurz anknüpfen, beziehungsweise ich spreche heute über Schuld und Scham und Leidenschaft und Eifersucht und möchte aber noch ein paar Dinge zum letzten Mal sagen. Da ging es um die bedingungslose Liebe und was die freie Liebe oder wie die freie Liebe und die Selbstliebe damit zusammenhängt auch. Also die Selbstliebe, habe ich gesagt, ist eine Bedingung der bedingungslosen Liebe. Klingt zwar komisch, ist aber so. Noch präziser ausgedrückt ist eigentlich, die bedingungslose Selbstliebe ist die Bedingung der bedingungslosen Liebe. Das ist gut, oder? Also das... Aber das ist eigentlich so. Es klingt noch komischer, aber ist auf jeden Fall so. Ja, da brauche ich eigentlich nicht viel zu sagen, weil wenn du dich nicht bedingungslos liebst, kannst du auch keine bedingungslose Liebe geben. So, ganz kurz gesagt. Dann das andere, was ich sagen wollte, bei Eltern-Kind-Beziehungen, vor allem Kleinkind oder Kind in minderjährigem Alter, da kann es schon die bedingungslose Liebe geben. Also ich habe ja keine Kinder, deshalb kann ich da mich nicht so gut hineinversetzen. Aber ich habe das ja im Kommentar auch gelesen. Da meint jemand, dass die bedingungslose Liebe zwischen Eltern und Kind herrscht oder sein kann, also vielleicht nicht bei jeder Eltern-Kind-Beziehung, weil die Bedingung, zum Beispiel der Vater möchte von seinem Sohn, dass er hat bestimmte Erwartungen, sage ich mal. Ja? So. Und der Sohn erfüllt aber diese Erwartungen nicht. Der Vater ist zwar dann verärgert, aber er liebt seinen Sohn trotzdem. Das Wort trotzdem ist sehr wichtig. Die Liebe zu seinem Sohn ist nicht an dieser Bedingung verknüpft. Und deshalb können es ruhig Bedingungen geben, das ist auch richtig so, nämlich in Form von Grenzen zum Beispiel. Dann kann man aber trotzdem noch bedingungslos lieben, obwohl man Grenzen setzt oder bestimmte Erwartungen hat, die nicht an dieser Liebe verknüpft sind. So, das Zweite. Und einen dritten Punkt wollte ich noch ansprechen. Was war das? Was war denn das dritte? Also bedingungslose Selbstliebe. Erster Punkt. Eltern-Kind-Beziehung. Zweiter Punkt. Keine Ahnung. Ich zeige euch mal die Umgebung, vielleicht fällt es mir dann ein. Es ist hier eine wunderschöne Dünenlandschaft.
Und ja, und sehr schöne Buchten zwischendurch. Okay. Der dritte Punkt war, dass die bedingungslose Liebe ausgenutzt werden kann. Das wäre natürlich blöd, ne? Ich habe mir da noch mal darüber Gedanken gemacht. Also du entscheidest ja für dich, ob du bedingungslos denjenigen lieben kannst oder insgesamt bedingungslos geben und lieben kannst. Liebe ist ja ein Geben. Du erwartest ja nichts. Dann kannst du eigentlich auch nicht ausgenutzt werden. Also wenn du bedingungslos liebst, kannst du eigentlich nicht ausgenutzt werden, weil du ja keine Erwartung hast. Das heißt aber nicht, dass du keine Grenzen setzen darfst. Ne? Habe ich ja vorhin gesagt, bei Vater-Sohn-Beziehung zum Beispiel. Der Vater kann seinen Sohn Grenzen setzen, ihn aber trotzdem bedingungslos lieben. Und der Sohn kann es nicht ausnutzen, weil der Vater Grenzen setzt. Ja? Und so ist das, auch in anderen Beziehungen. Du entscheidest darüber, ob jemand dich ausnutzt. Oder wenn jemand dich ausnutzt, dann gibst du ihm ja die Möglichkeit, dich ausnutzen zu lassen. Also du bist eigentlich selber schuld, wenn dich ausnutzen lässt, weil du zum Beispiel keine Grenzen setzt. Daran liegt es, wenn jemand dich ausnutzt. Gut. Soweit zur bedingungslosen Liebe. Und dann habe ich im letzten Video auch über die freie Liebe gesprochen. Die freie Liebe ist ja eine Form auch von der bedingungslosen Liebe oder ein Teil davon. Und ja, freie Liebe ist ja, so verstehe ich das zumindest, dass man mit Gleichgesinnten, die auch frei lieben wollen und können, ja, also ohne Bedingung, bedingungslos halt. Also vielleicht gibt es auch da Bedingungen, aber ich meine jetzt, dass man keine Erwartungen hat. Also normalerweise hat man da keine Beziehung. Ansonsten wäre es eine offene Beziehung. Eine offene Beziehung ist auch schon ein Teil von der freien Liebe. Also es gibt so viele Begriffe und Abwandlungen. Das ist schon interessant, sich da mal Gedanken zu machen. Ich habe das Gefühl, dass es mehr und mehr Richtung Freiheit geht für jedes Individuum. Wenn wir unser Bewusstsein erhöhen, wollen wir frei sein und unabhängig. Also so fühle ich. Das ist meine Wahrheit. Das muss nicht für alle gelten. Ja, ich will noch mal kurz hier diesen wunderschönen Strand zeigen. Den erreicht man eigentlich nur hier zu Fuß über eine Wanderung. Ja. Also offene Beziehung ist, sage ich mal, eine Zweierkonstellation, wo man auch mit anderen Sex haben kann, aber sich trotzdem liebt, bedingungslos vielleicht sogar. Und die Liebe ist nicht unbedingt an Sex verknüpft. Also man kann Sex und Liebe trennen. Zweitens, die freie Liebe ist einfach in einer Gruppe, sage ich mal, Menschen, die sich treffen und vereinbaren, einfach
Spaß miteinander zu haben. Und was soll da Schlimmes dran sein, wenn man zum Beispiel jetzt Single ist, sage ich mal. Kann man das doch machen, wenn man keine Scham hat. Und da komme ich zu dem anderen, Scham und Schuldgefühle. Wenn du jetzt in einer Beziehung bist, dann hast du auch Schuldgefühle. Wenn du Single bist, dann hast du keine Schuldgefühle, aber da hast du die Scham auf jeden Fall. Ja, woher kommt Scham und Schuldgefühle? Sind wir so geboren? Ist ein Kind, das wird doch unschuldig geboren. Und ohne Scham. Das ist nackt. Es kommt nackt auf die Welt. Ja? Warum ziehen wir uns immer Klamotten an, wenn es so am Strand jetzt, Badehose oder Short oder Bikini? Warum laufen wir nicht nackt rum wie am FKK-Strand? Also zum Beispiel jetzt an diesem Strand, wo ich stehe mit dem Camper, da kommen auch immer wieder Touris und so. Da ist man jetzt nicht so ganz einsam wie hier. Aber da hinten sehe ich jemanden liegen. Da laufe ich jetzt nicht unbedingt hin. Der ist wahrscheinlich nackt. Ich laufe ja hier mit der Kamera. Gotti! Na, ich lasse ihn mal. Der hört mich eh nicht. Ist zu weit weg. Aber er sieht, dass ich jetzt hier hochlaufe. Und da oben sind ein paar Ziegen. Also hier laufen überall auch Ziegen rum. Frei. Aber ich glaube, die gehören hier zu so einem Bauern. Also woher kommt die Scham? Die ist uns anerzogen worden. Genauso wie die Schuldgefühle. Schuld und Scham. Ich behaupte mal, es kommt von der Kirche auch. Von früher, zum Beispiel im Mittelalter oder noch früher. Da gab es sogar Keuschheitsgürtel. Da durfte man keinen Sex haben. Vor der Ehe vor allem nicht. Und da gab es diese Regeln. Ja? Die hat uns sicherlich nicht Jesus Christus auferlegt und auch nicht der liebe Gott. Denn wir werden als freie Menschen geboren. Ohne Scham und Schuld. Und die Kirche, ja, die macht ihre eigenen Regeln, ja, und sagt, du bist dann ein schlechter Mensch, wenn du Sex hast vor der Ehe oder überhaupt Sex hast, also keine Ahnung. Ja. Warum ist das so schlimm, nackt zu baden zum Beispiel? Also es macht ja eigentlich gar keinen Sinn, mit Klamotten zu baden, weil dann hast du nasse Klamotten und das ist so unangenehm und unkomfortabel. Und dann liegst du da mindestens eine Stunde, bis du trocken bist. Und dann ist dir wieder warm und dann gehst du wieder ins Wasser und dann hast du wieder nasse Klamotten. Es ist so viel angenehmer, nackt zu baden. Eieiei. Mein elektronisches Stativ spinnt manchmal. Ja, ich habe irgendwie den Weg verloren. Na komm, wir gehen einfach mal hier. Also man kann das vergleichen mit der Maskerade, die wir vor kurzem hatten, wegen der Pandemie. Ich würde mal behaupten, dass viele einfach die Maske getragen haben, wegen den anderen, ja? Oder für die anderen. Weil die Maske hat ja an sich ja nicht geschützt. Aber das ist jetzt ein anderes Thema.
Genau so ist es, wenn du hier zum Beispiel dich bedeckst. Dann machst du es ja für die anderen eigentlich, weil du denkst, den anderen stört es. Genauso wie wenn du die Maske nicht aufhast im Supermarkt oder irgendwo, wo es halt nicht erlaubt ist, frei herumzulaufen, dann machst du es ja für die anderen. Und also meistens. Ne? Also das ist jetzt nur ein Beispiel. Ich rede da jetzt auch wieder nur von meiner eigenen Erfahrung. Und mag ja sein, dass du dich sicherer fühlst mit Maske und ja, dass du sagst, aus eigener, also ich muss auch kurz springen. Also wenn zum Beispiel die Mehrheit der Menschen ohne Klamotten am Strand liegt, dann hast du auch kein Problem damit, auch nackt zu baden. Die Ziege, die schreit. Und da oben sind die. So, dann laufen wir mal weiter hier. Also, wenn du dir Gedanken machst, was andere von dir denken, ne? Und dass du anderen störst, dann hat das oft auch was mit Mangel an Selbstliebe zu tun. Weil wenn du von etwas überzeugt bist, was du für dich tun möchtest oder nicht tun, aber das deshalb nicht durchsetzt, weil du denkst, dass andere schlecht von dir reden oder schlecht über dich denken oder eine schlechte Meinung von dir haben oder dass du dann in Konflikt kommst und so weiter, dann hast du natürlich, ja, wenn du das deshalb nur machst, dann hast du keine Selbstliebe, dann bist du nicht in der Selbstliebe. Vor allem nicht in der bedingungslosen Selbstliebe. Natürlich gilt es auch da immer abzuwägen und achtsam zu sein, auch mit anderen, mit Ängsten von anderen. Und da gilt es einfach ja, abzuwägen. Wie schlimm ist das jetzt? Oder ja, wie logisch oder wie auch immer. Ne? Da gibt es ja verschiedene Aspekte, die man dann betrachten kann. Ja, aber es wird hier immer schöner. Der Sand ist schon richtig schön fein und weiß schon. Und ich bin schon fast angelangt. Gordi! Ach, der Gordi will immer hinter den Ziegen her. So, da unten ist der wunderschöne Traumstrand. Also es ist wirklich, hier fehlen eigentlich nur die Palmen, die Kokospalmen. Dann wäre das auf jeden Fall Karibik-Feeling. So, und da sind zwei kleine Zieglein am Strand, genießen auch diesen wunderschönen Strand. Die haben gar keine Angst vor den Hunden, komischerweise. Na, aber jetzt gehen sie gleich. So, das ist jetzt unser Platz, hat der Gordi bestimmt. Ja, Gordi geht schon mal ins Wasser, der liebt es hier. Herrlich. Ich werde da auch gleich reinspringen. Aber ich setze mich jetzt erstmal. Ja, also, ich komme jetzt langsam zum Schluss. Was wollte ich sagen? Also zu Scham und Schuld. Ach so, nee, ich bin ja noch gar nicht fertig. Also
ich wollte ja noch über Leidenschaft reden. Also Scham und Schuld ist ja verknüpft. Also du schämst dich, was andere von dir halten, wenn du bestimmte Dinge nicht machst, die den Konventionen entsprechen oder bestimmte Regeln nicht befolgst. Ne? So, dann hast du auch natürlich eine Schuld, also fühlst dich schuldig, weil du die Regeln nicht beachtest oder missachtest. Und ja, und du belügst dich dann lieber und bist nicht in der Selbstliebe, weil du belügst dich ja dann, weil du Dinge machst, zu denen du nicht stehst. Ja? Und dann läufst du einfach mit, was die Masse macht. Wenn die Masse zum Beispiel keine Maske trägt und du willst auch keine Maske tragen, dann hast du gar kein Problem, die Maske runterzulassen oder so. Oder Klamotten auch. Wenn du generell auch für Freikörperkultur bist, nackt baden, dann, und da baden schon die Hälfte der Leute nackt, dann würdest du auch locker ohne Schuld und Scham da nackt baden. Aber sobald du der Einzige bist, würdest du es nicht machen. Bescheuert, oder? Und warum? Wegen der anderen, was die von dir halten oder dass du da in Konflikt gerätst. Eigentlich total bescheuert. Genauso, also so unsinnige Regeln gibt es ja manchmal. Ne? Da war weit und breit kein Mensch. Ich bin mit dem Fahrrad auf dem Gehweg gefahren und da war ein Mensch, hat sich sehr breit gemacht und dann habe ich geklingelt, damit ich nicht so knapp an dem vorbeifahren muss mit dem Fahrrad. Und dass er sich nicht so erschreckt, aber er wollte nicht auf Seite gehen. Er meinte, das ist ein Gehweg. Also es war noch nicht mal ein richtiger Gehweg, ne? Das war so ein Pfad, der zu einer S-Bahn führte, oder Straßenbahn. Und er sagte, das ist kein Gehweg. Und ich wusste das gar nicht, aber er hatte recht. Vorne stand ein Schild, Fahrräder verboten quasi. Ne? Und weil dieses Schild da war, diese Regel bestand, hatte der ein Problem damit, dass ich da fahre. Und das wäre es gar kein Problem gewesen. Bescheid, oder? Und so ist das auch mit anderen Regeln, die wir jetzt auferlegt bekommen hatten. Ja, so logisch oder unlogisch die waren. Dann, ja, ich glaube, das ist alles, was ich zu Scham und Schuld sagen kann. Ich springe mal kurz ins Wasser und dann rede ich über Leidenschaft. Also bis gleich. So, da bin ich wieder. Also bei Leidenschaft kann ich sagen, das ist natürlich auch, hat in Beziehungen kann man eine leidenschaftliche Beziehung haben. Ich habe mir zum Beispiel eine leidenschaftliche Beziehung mal gewünscht und habe auch die Leidenschaft bekommen. Vielleicht kennt ihr dieses Sprichwort. Eifersucht ist eine Leidenschaft, die mit Eifer sucht, was Leidenschaft. Ja, in dem Wort Leidenschaft steckt das Wort Leid. Und in dieser Beziehung hatte ich sehr viel Aufs und Abs. Auf und ab. Ab ist es Leid und auf ist die Leidenschaft. Dieses Überschwängliche, diese volle, man kann es eigentlich eine völlige Hingabe nennen. Also ich habe mir mal Gedanken gemacht, was wünsche ich mir? Wünsche ich mir wieder eine leidenschaftliche Beziehung? Oder leidenschaftlichen Sex? Nee. Also ich nutze jetzt das Wort sinnlich. Mit allen Sinnen. Das macht Sinn. Oder? Eine sinnliche Beziehung.
Klingt doch viel schöner. Und da gibt es auch dann kein Leid. Man kann auch völlige Hingabe machen, quasi sich fallen lassen. Und dazu gehört natürlich auch Vertrauen in der Beziehung. Ja, soweit zur Leidenschaft. So, meine zwei lieben Hunde sind so geduldig und bleiben schön bei mir den ganzen Tag schon. Sehr schön. Ich musste kurz abbrechen, weil tatsächlich hier noch zwei Menschen vorbeikamen. Und ja, und ich liege hier nackt. Hier ist es total egal, oder? Vielleicht hatten die ein Problem, keine Ahnung. Ja, woher kommt Eifersucht? Eifersucht hat auch mit Leidenschaft was zu tun. Natürlich. Das hängt schon zusammen, weil es ist ein Leid. Weil du Leidenschaft liebst, also mit voller Hingabe und jedoch mit Erwartungen an den anderen Partner und aus Mangel an Selbstliebe und Minderwertigkeitskomplexen hast du Eifersucht, wenn nur dein Partner schon andere Menschen anschaut, des anderen Geschlechts, allgemein gesagt. Daher kommt Eifersucht. Hat nichts mit bedingungsloser Liebe erstens zu tun und ja, und das hängt alles zusammen. Ne? Hat nichts mit Freiheit zu tun, hat mit Beschränktheit zu tun und mit Angst. Angst, den Partner zu verlieren, Angst, verlassen zu werden, Angst, nicht genug zu sein. Ja, das sind einfach Minderwertigkeitskomplexe. Wenn du Eifersucht hast, mach dir da mal Gedanken drum, woher das kommt und löse es auf. Tu so viel wie möglich für dein Selbstwertgefühl. Steh zu dir selbst und ja, ich habe ja dazu mal ein Video gemacht über Selbstliebe und was ich dazu gemacht habe, um dahin zu kommen oder wie ich das sehe, was Selbstliebe bedeutet. Ja, so viel zur Eifersucht. Ich glaube, ich beende das jetzt. Das war jetzt eigentlich das Schlusswort. Mir fällt dazu nicht so viel mehr ein. Da gibt es ja nicht viel zu sagen. Also macht euch auch Gedanken über die Wortwahl, was ihr so euch wünscht und so. Und denn ihr kriegt immer das, was ihr euch wünscht. Das manifestiert ihr euch. Und jetzt ist mir klar, ich möchte nie mehr wieder Leidenschaft, sondern ich möchte die Sinne nutzen, sinnlich fühlen, berühren, schmecken, hören, sehen und was es noch gibt, keine Ahnung. Und übersinnliche vielleicht auch noch, wenn du besonders weit bist. Übersinnlichen Sex wäre auch interessant wahrscheinlich. Ja, ich wünsche euch auf jeden Fall einen wunderschönen Tag. Ich sende euch ein paar Sonnenstrahlen und Meeresduft zu euch rüber und ein bisschen Leichtigkeit und Lebensfreude. Und ja, ich wünsche euch das Allerbeste, dass eure Träume, die ihr euch erfüllen mögt, auch bald erfüllt und da auch keine Scham oder Schuld verspürt, was andere von dir halten, die eine besondere Erwartung an dir haben oder auch nicht, die gar nichts mit dir zu tun haben, nur weil sie dann vielleicht mit sich selbst ein Problem haben, weil sie neidisch sind oder missgünstig. Das Thema hatte ich ja schon mal in einem
anderen Video. Also ich kann euch nur raten, so gut für euch selbst zu sorgen und in die Selbstliebe zu kommen. Am besten in die bedingungslosen Selbstliebe mit Achtsamkeit, auch für andere natürlich. Und das wäre ein Schritt in die Freiheit, in die innere Freiheit und in den inneren Frieden. So. Und in die Fülle und in die Freude. In diesem Sinne, mir fällt nichts mehr ein. In diesem Sinne, ciao, bis zum nächsten Mal. Dann werde ich wahrscheinlich über meine Erfahrung reden, meine Heilerfahrung, dass ich die Wut und die innere Trauer in mir gelöst habe und die Verlassensangst und die Minderwertigkeitsgefühle und noch irgendwas. Kann sein, dass ich morgen das Video dafür drehe. In diesem Sinne, ciao.